Der heutige Adventszug wird wieder von einem Märklin-Klassiker gezogen, nämlich dem Modell der Baureihe 216 der Deutschen Bundesbahn in der Lackierung Ozeanblau-Elfenbein. Für mich eine der schönsten Ausführungen der BR 216, mit der Märklin Artikelnummer 3074. Dies ist die zweite Version, die von 1978 bis 1991 hergestellt wurde. Hinter der Lok laufen die aus dem letzten Adventszug bekannten Rungenwagen. Danach folgt eine Sammlung der kleinen, gedeckten Güterwagen aus der Guss-Serie von 1947 bis 1955. Als erstes haben wir die Nummer 312, ein einfacher gedeckter Güterwagen ohne weitere Besonderheiten. Dieser Wagen wurde von 1947 bis 1953 gebaut. Es gibt 5 verschiedene Versionen. Bei der ersten Version, die 1947 gebaut wurde, war das Aufschriftenfeld links nur schwarz. Die Artikelnummer war entweder nicht vorhanden oder handgemalt. Die zweite Version, die auch schon 1947 erschien, hatte auf dem Aufschriftenfeld ein handgemaltes Raster, ansonsten war alles gleich. Die dritte Version erschien dann 1948. Hier wurde für das Aufschriftenfeld ein Schiebebild verwendet. Die Artikelnummer 312 war erhaben und weiß koloriert. Die nächste Version kam 1950 heraus. Bei dieser waren Puffer und Kupplungsträger nicht mehr eingenietet, sondern ein Teil mit dem Rahmen. Die früher verwendete breite Bügelkupplung wurde durch die schmale vom Typ 5.1 ersetzt. Die letzte Version 1953 hatte dann auch Bremsbacken. Alle Versionen gab es auch in grauer Farbgebung. Mir liegen leider nur 3 Exemplare der dritten Version von 1948 vor. Als nächstes haben wir dann den gedeckten Güterwagen mit Bremserhaus, Nummer 316. Dieser wurde nur 1947 bis 1949 angeboten und es gab 3 Versionen, die im Prinzip den ersten 3 Versionen der Nummer 312 gleichen. Das heißt, die erste Version hatte links ein schwarzes Aufschriftenfeld und die Artikelnummer 316 war entweder nicht vorhanden oder handgemalt. Bei der zweiten Version gab es ein Raster auf dem Aufschriftenfeld und eine handgemalte Artikelnummer 316. Für die dritte und letzte Version wurde dann der Wagenkasten von der Artikelnummer 312 verwendet. Das heißt, es stand die erhabene Artikelnummer 312 auf dem Wagen, obwohl er weiterhin als 316 verkauft wurde. Auch wurde hier, wie bei der 312 aus dieser Zeit, für das Aufschriftenfeld ein Schiebebild verwendet. Von dieser dritten und letzten Version habe ich 2 Wagen, von denen davor leider keinen. Auch diesen Wagen gab es in allen Versionen, auch in grauer Farbgebung. Als letztes zeige ich euch noch den gedeckten Güterwagen mit hochgesetztem Bremserhaus. Dieser hat die Artikelnummer 316N bekommen. Warum ausgerechnet ein N genommen wurde, kann ich leider nicht nachvollziehen. Vielleicht, weil dieser Wagen 1950 sozusagen als Nachfolgemodell des 316 ins Programm kam. Für den Wagenkasten wurde gleich von Anfang an der Wagenkasten der Artikelnummer 312 verwendet. Die Artikelnummer wurde bei einigen Wagen nicht koloriert, bei anderen in weiß ausgeführt. Von Anfang an wurden bei diesem Wagen die kleinen Bügelkupplung Typ 5.1 verbaut. 1952 kam dann die zweite Version dieses Wagens heraus, bei der auf dem Aufschriftenfeld ein Schiebebild angebracht wurde. Dieser Wagen hatte schon das Achslager Typ 6.1 mit Bremsbacken. Bei diesem Achslager war die Kupplung noch an einer an den Rahmen angegossenen Lasche befestigt. 1954 kam dann die letzte Version dieses Wagens heraus. Diese unterschied sich vom Vorgänger nur durch das Achslager aus Blech, das jetzt auch die Befestigung für die Kupplung enthielt. Von diesen Wagen habe ich insgesamt 5 Stück, 4 in braun und einen in der überaus seltenen grauen Variante.
bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch eine schöne Adventszeit.